Drei Top-Dividendenwerte für den Monat Juli. Ich stelle euch heute drei Aktien vor, die sich jetzt anbieten könnten für einen Einstieg, beziehungsweise im Monat Juli interessant werden. Wir haben eine Aktie aus dem Halbleitersektor dabei, eine aus der Industrie und eine aus dem Konsumbereich. Die erste Aktie ist Qualcomm. Qualcomm kennt man natürlich vor allem zum Beispiel aus den Chips, die in vielen Handys drinnen sind. Und der Qualitätscheck sagt hier 12 von 15 Punkten. Es gibt hier Punktabzug für die Stabilität des Umsatzwachstums und EPS-Wachstum, aber das liegt natürlich auch daran, dass Qualcomm ja doch ein sehr zyklischer Halbleiterhersteller ist und bei der Finanzverschuldung gibt es noch einen Punktabzug. Aber wir haben eine relativ starke Dividendenrendite von 1,56% und ein KGV von 30. Ja, man ist führender Anbieter von Chips für Mobilgeräte, insbesondere eben für die 5G-Technologie. Und ja, und natürlich durch diese hohe Nachfrage auch an den Chips konnte man hier immer mehr Marktanteile gewinnen und hat ein umfangreiches Portfolio an Mobilfunkpatenten für wiederkehrende Einnahmen sorgen die auf jeden Fall. Schauen wir uns hier mal den Kurs zum Fair Value an und dann sehen wir, dass Qualcomm im Moment jetzt gerade wirklich hier stark überbewertet ist, aber das hängt jetzt auch ein bisschen mit dieser Fantasie zusammen, dass man eben auch in neue Märkte expandieren kann und vor allem jetzt eben ist das alles so ein bisschen getrieben durch die ganze KI-Fantasie, dass also bei den ganzen Endgeräten neue Chips, die hochleistungsfähig sind, reingebracht werden müssen. Und da ist natürlich Qualcomm der absolute Top-Anbieter, auch wenn man natürlich abhängig ist von Großkunden wie Apple und mögliche geopolitische Spannungen auch die Lieferketten hier beeinflussen können. Stichwort China. Aber auf jeden Fall interessant. Die zweite Aktie ist Airbus, ein deutsches Unternehmen Luft- und Raumfahrt und ist einer der weltweit größten Hersteller von Verkehrsflugzeugen und natürlich auch eine Verteidigungstechnologie. Wir haben hier einen Qualitätscheck von 10 von 15 Punkten. Abzug gibt es beim Umsatzwachstum, beim Earnings per Share Wachstum, bei der Nettogewinnmarge. Ja, KGV von 27, im Moment 1,4% Dividendenrendite. Die wurden ja jetzt auch vor kurzem relativ stark abgestraft, aber profitieren natürlich auch davon, dass der Wettbewerber Boeing so schlecht performt und sie haben wirklich einen sehr, sehr starken Marktanteil im Luftverkehr. Ja, und auch der Auftragsbestand ist eigentlich sehr, sehr gut und sichert sich hier oder man sichert sich hier wirklich langfristige Einnahmen. Und ich glaube auch, dass die Investitionen in die nachhaltige Flugtechnologie und eben auch innovative Flugzeugmodelle bei Airbus sehr, sehr gut aufgehen kann, auch wenn man natürlich von dem globalen Reise- und Luftverkehr Nachfragen sowie den ganzen Herausforderungen regulatorischer Art abhängig ist. Aber grundsätzlich im Moment jetzt für mich spannend. Aber wir sehen jetzt dann gleich noch im Chart, wie die aktuelle Situation da aussieht. Ja, wenn man den Kurs zum Fair Value anschaut, dann sehen wir, dass wir ganz leicht überbewertet sind im Moment. Aber wir kommen eben auch aus einer wirklich guten Phase raus, wo die Aktie auch gut gelaufen ist. Aber jetzt in naher Zukunft könnte sich da auf jeden Fall hier mal ein Einstieg anbieten. Dann hier eine Prämie, die Finanzen Net Zero im Moment anbietet. Und zwar könnt ihr euch 75 € Prämie jetzt abholen, wenn ihr mit dem Promocode EM2024 und dem Link im ersten angepinnten Kommentar oder in der Beschreibung ein Depot eröffnet bei der Bader Bank, also bei Finanzen Net Zero. Und ja, ist vielleicht für die Leute interessant, die noch eine zusätzliche Strategie fahren möchten oder die noch gar kein Depot haben. Auf jeden Fall ganz cool. Im Moment gibt es hier diese Aktion, ich meine begrenzt bis Mitte Juli. Schauen wir zur dritten Aktie und das ist hier die Hershey Group oder Hershey Company. Die haben einen Qualitätscheck von 14 Punkten, 14 von 15 Punkten. Es gibt nur einen Punktabzug bei der Finanzverschuldung. Ja, man ist in der Lebensmittel- und Süßwarenindustrie führender Hersteller von Schokolade und Süßwaren. Kennt man natürlich auch so ein bisschen Reese's und Hershey Kisses, sagt dann vielleicht was. Und ja, KitKat zum Beispiel sind da auch dabei. Die tragen natürlich alle auch zu stabilen Umsätzen bei. Und man hat hier generell, man sieht es auch hier, solide Umsatz- und Gewinnwachstumsraten. Und die Marke ist natürlich auch ja, sehr, sehr aussagekräftig, gerade in den USA absolut bekannt. Aber man ist auch abhängig von Rohstoffpreisen, insbesondere dem Kakaopreis und Zuckerpreis. Und natürlich ist man sehr, sehr konsumabhängig, also konsumabhängig.
hat aber eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite von 2,42%, also wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Und ja, auch generell vom Qualitätscheck her ist er wirklich ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Im Moment auch nur ein KGV von 20, also durchaus interessant, sollte man definitiv mal einen genaueren Blick drauf werfen. Jetzt schauen wir aber weiter hier auf den aktuellen Kurs zum Fair Value und da sehen wir, dass Hershey im Moment relativ deutlich unterbewertet ist und zwar um minus 20% unterbewertet. Also gefällt mir eigentlich auch sehr, sehr gut. Also die Aktie ist ja wirklich sehr, sehr stark abgestraft worden mit den hohen Kakaopreisen und der Konkurrenz, beziehungsweise den ganzen Abnehmspritzen etc. Aber, also was hier der Kurs zum Fair Value sagt, da sieht es auf jeden Fall im Moment absolut spannend aus. Ja, jetzt vergleichen wir mal die drei Aktien so in der Performance. Also wir haben jetzt Hershey in Orange, Qualcomm in Blau und Airbus in Lila. Und wir sehen, dass Qualcomm sich vor allem so seit Anfang des Jahres 2024 deutlich entkoppelt hat von den anderen. Die sind jetzt natürlich nicht vom Businessmodell her vergleichbar, aber wir können auf jeden Fall feststellen, dass Qualcomm hier mit Abstand am besten gelaufen ist. Kurzfristig war aber auch Hershey mal besser. Und Airbus ist eigentlich hier die schlechteste Aktie von allen dreien, zumindest gewesen in den letzten 5 Jahren. Das ist jetzt die Total Performance, also da sind Kursgewinne und Dividendengewinne schon mit eingerechnet. Ja, gucken wir mal hier so ein bisschen auf den Vergleich. Und zwar haben wir hier einmal in Blau jetzt Hershey, die eine ja, relativ starke Fokussierung haben auf Qualität und Sicherheit und natürlich Dividende. Dann hier drunter haben wir in Green Qualcomm, die auch sehr stark auf Sicherheit, Momentum und Qualität setzen. Und am schwächsten ist hier Airbus, die hier sogar auf Wachstum am meisten haben, beziehungsweise Value. Und generell hier sieht man auch mal ein bisschen so die Rendite, die hier die einzelnen Aktien auch zum Beispiel im 10-Jahres-Schnitt gemacht haben. Und da sehen wir sogar, dass Airbus hier am besten ist im 10-Jahres-Schnitt mit 10,09%, aber am 5-Jahres-Schnitt ist eben Qualcomm die beste Aktie. Das haben wir jetzt eben auch vorhin in diesem Vergleich gesehen. Ja, jetzt halt schauen wir hier mal auf die Chart-Performance und die erste Aktie ist natürlich Qualcomm. Und da sehen wir, dass wir uns wirklich hier sehr, sehr dynamisch entwickelt haben zuletzt. Auf Monatsbasis wirklich extrem starker Anstieg. Deswegen würde ich da auch im Moment noch nicht reingreifen. Ich würde hier noch eine kleine Korrektur sehen wollen und zwar also runter so um 6%, 7%, dass wir es hier nochmal auf diese alten Allzeithochs, also dieses alte Allzeithoch-Level schaffen. So um die 185 US-Dollar, vielleicht so 170, also zwischen 170 und 185 US-Dollar ist auf jeden Fall so eine sehr, sehr spannende Zone, wo man hier nochmal in Qualcomm einsteigen könnte und einfach vielleicht diesen Trend und diesen kurzfristigen Hype hier mal mitnehmen könnte. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, jetzt gucken wir direkt zur nächsten Aktie und das ist natürlich hier die Airbus, der Luft- und Raumfahrtkonzern. Hier sehen wir, dass wir sehr, sehr stark abgestraft wurden. Hier die letzte Woche minus 14% gefallen. Grundsätzlich hat man ja auch sehr, sehr starke Probleme durch Corona bekommen. Deswegen ist ja dieser extrem starke Einbruch zu sehen. Aber wir haben uns eigentlich seitdem wieder sehr, sehr gut entwickelt und haben sogar 2024 ein neues Allzeithoch geschrieben. Und wenn wir uns hier mal mittelfristig jetzt die Chartlage anschauen, dann sehen wir, dass wir uns jetzt hier in diesem letzten Tagesimpuls wirklich schon sehr, sehr weit nach unten entwickelt haben. Also entweder wir stabilisieren uns jetzt hier, dann können wir davon ausgehen, dass die Aktie wieder nach oben läuft, wenn man hier einen hübschen Boden bildet. Oder wir stabilisieren uns da nicht, dann müssen wir definitiv von tieferen Kursen ausgehen. Also die nächste Unterstützung wäre hier so zwischen bei 120 Euro. Ja, und dann wird es natürlich dann deutlich happiger. Also dann wird natürlich auch immer wichtiger die Unterstützung bei 80 Euro. Aber ich denke, man sollte jetzt erstmal abwarten, ob sich die Aktie stabilisiert. Wenn es der Fall ist, dann kann sich hier auf jeden Fall ein Einstieg anbieten, auch wenn jetzt der ganze Kursverlust natürlich schon relativ stark war. Also diese Bewegung nach unten natürlich schon sehr, sehr stark war. Jetzt gucken wir noch auf die letzte Aktie, für mich fast die spannendste im Moment. Und zwar ist es The Hershey Company. Und auch hier sehen wir, dass die eigentlich den hübschesten Trend hat von allen drei Aktien. Also ich habe hier mal einen hübschen Trendkanal eingezeichnet von 2009 bis jetzt, also 15 Jahre schon. Hatte mal zwischendrin auch so eine Seitwärtsphase hier in Orange, aber grundsätzlich ein sehr, sehr schöner Trend.
Und wir sind jetzt eben sehr, sehr stark korrigiert hier unten. Da habe ich jetzt generell auch schon mal ein Video zu der Hershey Company gemacht, zu dem Dividenden-Content, das ein bisschen tiefer geht. Kann ich gerne nochmal verlinken. Und wenn euch generell solcher Content gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo fürs Video da, beziehungsweise für den Kanal. Ja, und wir sehen jetzt hier mittelfristig, wenn wir das Fibonacci Retracement einzeichnen, sehen wir, dass wir noch leicht über dem 78,6er sind, aber eben auf diesem kleinen Plateau hier tänzeln und wir wirklich jetzt schon sehr, sehr lange, eigentlich seit Oktober 2023, uns hier seitwärts bewegen und eigentlich jetzt vor kurzem so ein Ausbruch geschafft wurde, der aber wieder komplett abverkauft worden ist, leider. Und wir jetzt halt wieder nach unten gefallen sind, eben hier in dieser Seitwärtsbewegung. Und jetzt müssten wir eigentlich effektiv hier über diese 190 US-Dollar kommen. Dann würde sich hier nochmal ein Kaufsignal auslösen bei der Hershey Company. Also generell müssen wir natürlich dann mittelfristig über diese 212 US-Dollar, um endlich mal aus dieser ganzen Range-Suppe hier rauszukommen, die sich hier gebildet hat. Also hier diese ganze Range meine ich. Klar, die muss erstmal gebrochen werden, aber sobald wir hier raus sind und uns nach oben entwickelt haben, also nachdem wir jetzt die 190 genommen haben, das ist das erste Ziel und das zweite Ziel sind dann die 212. Wenn wir natürlich die rausnehmen, dann ist nach oben eigentlich relativ gut offen. Also wenn wir jetzt einsteigen könnten, dann hätten wir jetzt ein Kurspotenzial von 50% aufs Allzeithoch, also wirklich sehr, sehr stark. Hier könnte sich wirklich mal ein schöner langfristiger Einstieg auch anbieten, aber kommt natürlich auch darauf an, ob einem so ein konsumlastiges Unternehmen gefällt, ob man das im Depot haben möchte. Ja, aber das war es heute mit meinen 3 Dividendenaktien bzw. 3 Aktien für den Monat Juli, die Dividenden-Edition. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da und ich werde jetzt dann immer wieder solche Videos bringen. Natürlich auch nochmal eine Version, die Wachstumsedition für den Monat Juli und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.